Ich kann nicht zu Linux wechseln, weil ich will dann doch abends ganz gerne mal zocken. So, das höre ich also immer wieder. Aber was, wenn ich dir sage, dass du genau dann, wegen dem Zocken, erst recht zu Linux wechseln solltest? Es gibt sehr gute Gründe, warum dieses gute Stück hier auf Linux basiert ist. Nicht irgendein Unix-ähnliches System, so wie das übrigens bei der PlayStation auch der Fall ist. Nein, das hier ist einfach ein ganz stinknormales Desktop-Linux. Und das ist nicht irgendeine No-Name-Konsole. Das ist das Steam Deck. Und das hat Linux Gaming ziemlich verändert. Und damit herzlich willkommen im Cyberspace und vielleicht herzlich willkommen auch zu deinem Ausweg von Windows. Es hat viele gute Gründe, warum man nicht bei Microsoft bleiben möchte und bei Windows bleiben möchte. Ein paar davon habe ich mal hier für mich gesammelt. Das sind meine Gründe. Ich bin sehr gespannt, was eure sind. Die dürft ihr mir unten gerne mal in die Kommentare hauen. Und kleiner Shoutout an das Video von CT3003. Die haben da auch ein kürzliches Video dazu gemacht mit sehr vielen Gründen, warum man nicht bei Microsoft bleiben möchte. Aber ja, ich starte einmal für mich. Einer der wichtigsten Gründe sind Recall gewesen, oder ist das Recall-Ding gewesen, was sie da angekündigt haben. Recall ist eins der neuen Features bei Copilot Plus PC. Das ist also ein KI-Feature. Es macht regelmäßig Screenshots von eurem PC und die könnt ihr dann durchsuchen. Und zum Beispiel rausfinden, wann ihr das letzte Mal, I don't know, Sturmmasken auf Amazon gesucht habt. Das Ganze ist vielleicht erstmal ein nettes Feature, aber dass eben jedes Mal ein Screenshot von eurem Rechner gemacht wird, das ist A, natürlich ein bisschen Speicherverbrauch und B, vor allem ziemlich invasiv. Denn es ist, als würde jemand permanent mitgucken, was ich da gerade so mache. Und das ist nicht angenehm. Es bleibt zwar alles, zumindest sagt Microsoft das, auf eurem Rechner, aber die Bilder sind trotzdem einfach ganz stinknormale JPEG-Dateien, die in einem Ordner liegen und alle anderen wichtigen Metadaten werden in einer völlig unverschlüsselten Datenbank gespeichert. Und ja, die KI läuft in der Theorie auch lokal bei euch auf dem Rechner und verlässt euer System nicht, aber trotzdem hat das einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Berechtigterweise gab es also einen ordentlichen Shitstorm bei Microsoft oder gegen Microsoft und Microsoft kündigt an, ja, wir machen das Feature jetzt optional. Das heißt, es ist nicht mehr unbedingt aktiv, sondern nur noch, wenn ihr das wollt. Und das ist eigentlich genau der Weg, den wir alle haben wollen. Features sollten eben nicht einfach aktiviert werden und ich muss rausfinden, wie ich es deaktiviere, sondern ich würde ganz gerne einfach gefragt werden. Stellt sich aber raus, naja, so ganz war das doch nicht richtig. Denn wenn ihr Recall deaktiviert, funktioniert euer Explorer nicht mehr. Also der Ort, wo ihr eure Dateien anguckt. Der ist schon ziemlich essentiell, würde ich sagen. Warum das alles ist? Ich persönlich würde raten, weil es Microsoft nicht hinbekommen hat. Denn Altlasten sind bei denen ein großes Problem. Aber man kann natürlich auch was Böses vermuten hier. Ein weiterer sehr wichtiger Grund für mich persönlich ist aber vor allem Outlook gewesen, denn theoretisch betrifft mich Recall nicht unbedingt. Ich habe keinen Copilot Plus PC, das heißt, ich kann das nicht mal ausführen. Outlook hingegen betrifft mich durchaus. Es gibt eine neue Outlook-Software, genannt Outlook in Klammern New. Fragt mich bitte nicht, wie man auf solche Namen kommt. Version 2 wäre viel, viel einfacher gewesen, aber egal. Und dabei wird das Passwort, also euer E-Mail-Passwort, Outlook ist der E-Mail-Client von Microsoft, wird einfach direkt an Microsofts Server übertragen. Auch wenn ihr nicht beispielsweise bei Outlook.com einen E-Mail-Account habt, wenn ihr eure E-Mail-Konten da einrichtet, dann werden die synchronisiert mit Microsoft. Und Microsoft bekommt das Passwort. Ich verstehe nicht warum. Und es macht auch irgendwie keinen Sinn, aus einer Sicherheitsperspektive irgendjemand anders ein Passwort zu geben, aber Microsoft tut das trotzdem. Und da haben wir dann sogar ein Problem mit den personenbezogenen Daten. Das heißt, technisch gesehen bin ich als Unternehmen auch gar nicht mehr DSGVO-konform, glaube ich zumindest, wenn ich Outlook New verwende. Das sollte man sich also gut überlegen. Aber ich denke mal, der größte Punkt sind die Altlasten, die man unter Windows einfach bekommt. Windows ist ein System, das seit sehr, sehr langer Zeit gewachsen ist und das sich seit sehr, sehr langer Zeit weiterentwickelt hat, aber nie vollständig aufgeräumt wurde. Zumindest fühlt es sich so an. Ihr kennt das, dass ihr zum Beispiel mehrere Menüs habt und meine Soundeinstellungen sind zum Beispiel immer im alten Windows 7 Menü, aber ich muss trotzdem zuerst das Windows 10 Menü aufmachen und gleichzeitig habe ich hier einen Windows Explorer, der
bei mir wirklich zuverlässig crasht, wenn ich Rechtsklick auf meine gespeicherten Ordner mache, was irgendwie nicht sein sollte. Ich glaube, ihr versteht, in welche Richtung das geht. Es stürzt sehr viel ab, Treiber sind nicht kompatibel. Ich kann beispielsweise, wenn wir es von Gaming haben, auch Spiele wie Smite 2 nicht spielen oder auch Fall Guys kann ich nicht spielen, weil der Treiber meiner Maus Lags verursacht. Fragt mich bitte nicht wieso. Aber auf Reddit gibt es einen Beitrag dazu. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir permanent mit Werbung und Bloatware überhäuft werden. Ich will OneDrive nicht. Ich habe was anderes. Ich will auch die ganzen Word, Excel, PowerPoint und sowas nicht. Aber ich werde trotzdem damit bombardiert. Dieser Screenshot hier übrigens auch vom CT-Video geklaut. Guckt euch das Video an, da sind noch sehr, sehr viel mehr Gründe. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal so überlegen, dann ist solche Software, die teilweise sogar unsere Daten einfach sammelt, obwohl wir dafür bezahlen übrigens, nicht nur ein Problem, was Nervigkeit angeht, sondern auch Performance, denn die läuft ja im Hintergrund, obwohl ich das nicht brauche. Und diese Performance kostet Leistung. Und da kommen wir dann zum Gaming. Aber bevor wir uns das angucken, kümmern wir uns nochmal fertig um diese ganze Datensammelwut, denn ich möchte hier einmal ganz kurz was sagen. Wisst ihr, bei all dieser Software hinterlassen wir natürlich unsere Spuren. Und hier kommt unser langfristiger Partner Incogni ins Spiel. Es gibt einen richtigen Markt dafür, wenn Leute Daten von euch kaufen, beispielsweise wenn ihr bei einem Handygame mal aus Versehen auf alle akzeptieren geklickt habt, ohne euch alles durchzulesen. Das ist mir sicher noch nie passiert. Und die Daten, muss man auch einfach sagen, sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Schon gar nicht für Werbetreibende. Ich habe da ein paar Sachen in meinem Browserverlauf, die ich definitiv ja nicht haben möchte. Egal. Incogni regelt das zum Glück für mich. Dank DSGVO habt ihr nämlich ein Recht darauf, vergessen zu werden. Ihr könnt eure Daten also einfach löschen lassen und Incogni macht das für euch. Die schreiben einfach jedem Data Broker und verlangen die Löschung. Falls nicht, kommt ein Follow-up und dann noch einer und dann kommt die Drohung mit dem Anwalt. Ihr müsst da gar nichts tun, sondern einfach nur genießen, dass gelegentlich mal eine E-Mail kommt, eure Daten wurden mal wieder gelöscht. Und das ist super. Aber wie gesagt, müsst nicht ihr das tun, sondern euch einfach nur einmal bei Incogni registrieren und die übernehmen dann alles für euch. Ihr könnt dann einfach regelmäßig auf entspannte E-Mails warten, die euch sagen, hey, eure Daten wurden mal wieder von ein paar Data-Brokern gelöscht. Und als spannender kleiner Nebeneffekt, bei mir persönlich kam zumindest weniger Spam seither. Deswegen gönnt euch gerne Incogni mit meinem Link unten in der Beschreibung, beziehungsweise hier mit dem QR-Code und bekommt dort nochmal direkt 60% Rabatt. Und wenn die Daten dann mal weg sind, dann hinterlassen wir ja im besten Fall keine neuen mehr, denn wir wechseln ja jetzt auf Linux. Und damit zurück zum Thema. Ich habe mal versucht, ein paar Zahlen für euch zu finden, denn durchaus lässt sich messen, dass Leute frustriert sind mit Windows und dass sie wegwechseln. Und einige davon wechseln auch zu Linux. Das Spannende ist aber auch, dass bei Steam der Market Share, das ist jetzt bei Steam insgesamt, also wie viele Leute zocken über Steam eigentlich über Linux. Und auch der ist kontinuierlich gestiegen. Er hat gestartet 2018 noch mit so 0,75%, hat sich da relativ solide gehalten und irgendwann ist er dann mal ordentlich explodiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war schon so diese Recall-Zeit, wenn ich ehrlich bin. Aber mittlerweile sind wir da schon bei über 1,5%. Das hört sich nicht viel an, ist aber trotzdem durchaus ein signifikanter Anstieg. Und wenn man bedenkt, dass das natürlich immer mehr werden, beziehungsweise wenn es gut läuft, noch mehr Leute werden, ich glaube, dann könnte das durchaus noch weiter steigen. Aber wie gesagt, nicht ganz unschuldig ist, würde ich mal auch sagen, das Steam Deck. Und das schauen wir uns heute auch noch mal ein bisschen genauer an. Denn Steam, oder besser gesagt Valve, ist eine Firma, die sich da sehr ins Zeug legt momentan. Valve hat ein finanzielles Interesse, immerhin haben sie eine Spielekonsole rausgebracht, die auf Linux basiert. Sie haben also ein finanzielles Interesse, dass es Linux gut geht, auch für die Gamer oder ganz besonders eigentlich für die Gamer. Und da gibt es aber einen kleinen Haken. Die allermeisten Spiele, gucken wir uns gleich noch an, laufen nicht nativ für Linux. Das heißt, die wurden nicht für Linux entwickelt. Das könnt ihr euch so vorstellen, es gibt PC-Spiele, also Windows-Spiele in den meisten Fällen, und es gibt PlayStation-Spiele. Dafür wird entwickelt, wie Exklusivtitel eigentlich. Und dann gibt es noch ein paar sehr, sehr große Ausnahmen für Mac und ein paar sehr, sehr große Ausnahmen für Linux. Aber keine Exklusivtitel für Linux, sondern dann eben auch für Linux. Und es gibt durchaus ein paar solcher Spiele. Deswegen hat Valve jetzt also ein Interesse daran, dass A, mehr Spiele nativ auf Linux laufen, aber B, vor allem, dass ihr auch Spiele spielen könnt, die eigentlich für Windows gedacht waren. Und Valve entwickelt jetzt richtig
bei Linux mit. Um genau zu sein, bei Arch Linux. Arch Linux ist nämlich das, was hier hinten dran läuft. Ursprünglich war es mal ein Debian. Man sieht immer noch nur das SteamOS, also das ist quasi Steam im Big Picture Modus. Und wenn ich dann in den Desktop-Modus wechsle, das zeige ich euch gleich, dann kann man da auch tatsächlich sehen, was für ein System läuft. Aber im Grunde genommen entwickeln sie jetzt bei Arch Linux mit. Und das bei zwei sehr, sehr wichtigen Projekten. Einmal eben die Build Service Infrastructure, das heißt, dass die Pakete auch relativ seamless ankommen und dann auch fertiggestellt werden und man sie sich einfach so installieren kann, sodass man wie eine Art Store hat. Der ist übrigens bei Linux 10.000 Mal besser als der bei Windows. Und das zweite Projekt ist die Secure Signing Enclave. Die kennt ihr vielleicht von meinen anderen Videos. Da ging es um die Sicherheitsarchitektur, also dass quasi ein Sicherheitskey in eurem System unterzeichnet, aha, diese Software ist genau das, was sie vorgibt zu sein. Das ist das zweite Projekt. Und diese beiden Projekte haben nicht direkt was mit Gaming zu tun, sind aber natürlich super essentiell, wenn es um zum Beispiel das Steam Deck geht oder wenn es auch um Linux als Plattform geht. Und wenn wir uns das Steam Deck, wie gesagt, mal im Detail angucken, dann sehen wir, aha, das ist eigentlich wirklich nur Steam im Big Picture Modus. In Wahrheit kann ich aber auch zum Desktop wechseln und dann bekomme ich eine ganz stinknormale Desktop-Ansicht. Ihr seht das hier. Das ist wirklich, als wäre das Steam Deck ein zweiter PC. Und das hier ist über das Dock angeschlossen. Das ist nicht das, was ich hier auf dem Steam Deck an sich gesehen habe. Das ist im Endeffekt wirklich der zweite Bildschirm meines Steam Decks. Ich habe also hier auch einen tragbaren PC quasi dabei. Und ja, das ist sehr, sehr praktisch, denn ich kann da theoretisch auch alles drauf installieren, was ich sonst nicht über Steam installieren kann. Das wird noch wichtig, denn nicht jedes Spiel läuft eigentlich bei Steam. Und zum Beispiel Discord ist auch nicht bei Steam, das ich vielleicht brauche, um mit Freunden beim Zocken zu reden. Oder jede andere Software oder Messenger oder. Das kann ich da alles einfach drauf installieren, weil es ist ja eine offene Plattform. Es ist ja ein ganz stinknormales Betriebssystem. Aber lasst uns noch mal ganz kurz zu Steam reingucken. Steam hat eine Vielzahl an Spielen und ich habe auch eine Vielzahl an Spielen in meiner Bibliothek. Und wenn ich da nach Spielen filtere, das ist jetzt mein Desktop-System, das ist nicht das Steam Deck. Wenn ich hier auf meinem Desktop filtere, welche Spiele ich eigentlich spielen kann unter meinem Linux-Desktop-System, dann verschwindet nicht ein Spiel. Alle sind spielbar und das ist ziemlich praktisch. Denn ich kann buchstäblich jedes Spiel installieren, das ich auf Steam habe, und dann zumindest versuchen, es zu installieren. Und meistens funktioniert das auch. Ich habe kein Spiel gefunden, das nicht gelaufen ist. Zumindest die ich auf Steam hatte. Zu den anderen kommen wir noch. Übrigens, nicht wundern, bei mir sind das so unfassbar viele Spiele, weil ich sehr, sehr viele Humble Bundles gekauft habe. Ich hatte da mal eine Zeit lang eine Obsess. Aber ganz anderes Thema. Falls ihr aber speziell nach einem Spiel mal schauen wollt und gucken wollt, ob das funktioniert, dann empfehle ich euch die Proton-Datenbank. Die Quellen sind natürlich wie immer unten alle verlinkt. Proton ist die Eigenentwicklung von Steam, mit der sozusagen emuliert wird, dass ein Spiel auf Linux auch funktioniert. Manche Spiele, wie die, wo hier nativ dran steht, was wirklich mittlerweile einige sind, die laufen nativ unter Linux. Das heißt, ihr könnt die einfach so zocken, als wären sie dafür entwickelt worden. Manche Spiele sind allerdings nicht für Linux gebaut worden. Die laufen eigentlich nur auf Windows und die muss man natürlich irgendwie umwandeln. Und das ist sehr, sehr spannend. Zum Beispiel, ich habe ein paar Benchmarks laufen lassen, zu denen kommen wir nachher noch. Assassin's Creed, das neue, Mirage heißt das, da steht dann dabei, dass euer System ein Windows ist, ein Windows 10, um genau zu sein, weil Proton, also von Valve, so tut, als wäre es ein Windows 10 und alle Befehle einfach straight up an eure Hardware auf Linux weitergibt. Es tut also nur so, als wäre es ein Windows und dadurch sind die Spiele so verwirrt, dass sie funktionieren. Aber ein paar Spiele funktionieren eben nicht. Und es gibt hier verschiedene Bewertungen. Man sieht hier Goldspiele, man sieht Platin-Spiele. Gold und Platin, da kann man eigentlich meistens alles machen. Es gibt aber auch ein paar kaputte Spiele. Hier in den Top-Games oder in den populärsten Spielen gerade ist Heroes and Generals drin. Das funktioniert zum Beispiel nicht unter Linux, aber das hat auch seine Gründe. Kommen wir gleich dazu. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, lasst uns einmal kurz drüber reden, was passiert eigentlich mit meinen Spielen, die ich bei GOG zum Beispiel habe. Oder bei Epic. Nun, Epic und GOG
muss ich anders installieren. Die sind ja nicht bei Steam hinterlegt. Und da empfehle ich euch die offene Plattform Lutris. Lutris ist eine Plattform, da könnt ihr euch dann einfach mit euren Accounts anmelden und habt verschiedene Runner, je nachdem, welcher am besten funktioniert. Das ist dann dort hinterlegt. Und ihr habt dann zum Beispiel eben Cyberpunk oder Dungeon Keeper 2 in meinem Fall, die ich beide bei GOG habe. Die kann ich einfach darüber starten und spielen. Die werden dann aber auch natürlich emuliert. Bei Epic Games habe ich es mit Hitman probiert und auch Hitman hat ohne Probleme funktioniert. Es passiert im Grunde genau dasselbe, nur dass nicht Proton im Hintergrund läuft, sondern dass im Fall von Hitman lief Wine im Hintergrund. Wine ist not an emulator, das ist der Name davon, aber im Grunde genommen macht das fast dasselbe wie Proton. Es simuliert ein Windows, gibt aber einfach jeden Befehl straight up an euer Linux weiter, sodass die Spiele denken, ihr seid unter Windows und deswegen laufen sie. Jetzt habe ich einige Benchmarks erwähnt und ich will mal mit was anfangen, das nicht nativ läuft, also das emuliert wurde. Hier ist es Anno 1800 und Anno 1800 wurde quasi vorgegaukelt unter Linux, dass ich ein Windows habe und unter Windows habe ich es natürlich auch getestet mit derselben Hardware. Meine Hardware ist ein AMD Ryzen 559X und eine Nvidia RTX 3090, also definitiv nicht die schlechteste Hardware, ich habe aber auch einiges an Anforderungen. Und es stellt sich raus, dass ich unter Linux 157% schlechter bin als unter Windows. Das widerspricht ungefähr dem, was ich gesagt habe vorhin völlig. Warum würde man dann ein Linux verwenden? Was macht dann die ganze Bloatware im Hintergrund bei Windows, die sehr viel Leistung frisst? Scheint nicht allzu drastisch zu sein, oder? Nun, wir kommen da gleich noch dazu. Trotzdem hier gesagt, Windows performt bei mir deutlich, deutlich besser. Aber behaltet auch meine Hardware im Kopf, vor allem die Nvidia RTX 3090. Nun, wie gesagt, das ist ja ein Spiel gewesen, das emuliert werden musste. Das heißt, es musste vorgegaukelt werden, es ist eigentlich ein anderes System. Und das braucht immer etwas Leistung, das braucht immer ein bisschen Zusatzfunktion und es ist nie so schnell, wie wenn man es nativ laufen lässt. Also wollte ich wissen, wie sieht es denn eigentlich mit nativen Spielen aus, wie beispielsweise Civilization? Civilization 6, um genau zu sein, ist ein Spiel, das sowohl nativ unter Windows läuft, als auch nativ unter Linux läuft. Und auch hier, wie ihr sehen könnt, habe ich deutlich weniger Frames per Second, also weniger Bilder pro Sekunde unter Linux als unter Windows. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern schon so 50 bis 100% weniger. Das ist übel. Und ich habe das noch mit einigen Spielen mehr ausprobiert. Und manche waren schwierig, die genauen Zahlen rauszubekommen. Aber ich habe mal versucht, ein Diagramm für euch dazu zu bauen. Und alle Benchmarks, die ich laufen lassen habe, war Windows deutlich schneller. Lustigerweise übrigens Hitman, das nicht über Steam, sondern über Epic läuft. Also nicht über Proton, sondern über Wine emuliert wird. Hitman lief am besten, also hatte die wenigste Differenz hierbei, während andere Spiele deutlich schlimmer waren. Anno 1800 war eigentlich so das Schlimmste und Linux war im Schnitt ungefähr 50% langsamer als Windows. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Und dann habe ich ein bisschen mehr Digging betrieben und wollte wissen, warum ist das eigentlich so? Nun, es stellt sich raus, dass PC Games Hardware auch einen ordentlichen Benchmark laufen lassen hat und genau dasselbe System einmal unter Linux getestet hat und einmal unter Windows. Und zwar mit einem AMD Ryzen 5 5600 overclocked und einer AMD Radeon RX 6800 XT. Ich verstehe nicht, was die mit den Xen haben. Nun gut, auch overclocked übrigens und 16 GB Arbeitsspeicher. Bei mir waren es übrigens 64 GB Arbeitsspeicher. Es stellt sich raus, dass dieses System hier unter Linux teilweise sogar deutlich mehr Performance hat als die Spiele unter Windows. Beispielsweise Far Cry 6 hat fast 14% mehr Leistung gehabt oder mehr FPS gehabt unter Linux als unter Windows. Und genauso Red Dead Redemption 11,4% mehr. Genauso hier Cyberpunk zum Beispiel, also Version 2, 6% mehr FPS und auch Horizon Zero Dawn 5% mehr. Die anderen Spiele war Windows ein bisschen schneller, Starfield 7%, World of Warcraft 6,5% und Diablo und God of War waren es ungefähr 4%. Und am krassesten fand ich Counter-Strike, was übrigens auch nativ unter Linux läuft, das einfach unter Windows 29% schneller war und mehr Frames hatte.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher, welche Settings die hier benutzt haben. Ich habe bei mir immer alles auf das Maximum gedreht. Also nur, dass ihr eine Referenz habt, warum bei mir so wenig Frames rausgekommen sind. Bei mir war immer auf Maximum gedreht, so gut ich das konnte. Trotzdem hat mich hier eine Sache überrascht. Und zwar, teilweise war hier Linux wirklich deutlich, deutlich schneller, während es in meinen Benchmarks immer drastisch langsamer war. Hier würde ich fast sagen, die Systeme sind eigentlich ungefähr ausgeglichen. Es ist halt eine Optimierung vom Spiel, die dann entscheidet, ob das eine Spiel schneller läuft oder das auf dem einen System schneller läuft oder auf dem anderen. Und dann habe ich ein bisschen mehr reingedickt noch, denn offensichtlich ist das ja nicht Protons Schuld. Es läuft ja genauso bei nativen Linux-Spielen schlecht für mich. Und offensichtlich scheint es einen Unterschied zu machen, ob ich eine AMD-Grafikkarte habe oder eine Nvidia-Grafikkarte. Und in meinem Fall habe ich dummerweise eine Nvidia-Grafikkarte. In dem Fall von PC Games Hardware ist eine AMD verbaut. Und auch hier in einem Steam Deck ist auch eine AMD-Grafikkarte verbaut. Und genauso ist das übrigens bei einer PlayStation. Auch da läuft eine AMD im Hintergrund. Was ist los da? Tatsächlich ist das ein kleiner Fail von Nvidias Seite gewesen. Nvidia hat nämlich irgendwann beschlossen, sie wollen GBM. GBM, es gab zwei Technologien. Einmal hatten wir AMDs EGL Streams. Das ist eine offene Technologie gewesen, die man auch einfach so hat kopieren können und die einfach auch jeder benutzen konnte. Deswegen ist sie in Linux verbaut worden. Und dann gab es auf der anderen Seite GBM. GBM ist die von Nvidia gewesen. Und die war nicht ganz so offen. Die war wirklich Nvidia eigen und AMD konnte das nicht übernehmen. Und Linux hat sich da schwer getan mit und wollte eigentlich das nicht benutzen. Man hat sich dort also für EGL-Streams entschieden. Was die Gründe waren und die ganze Debatte, das erspare ich euch hier. Wichtig ist, das Ganze fand 2016 statt, beziehungsweise hat dort continued, also die Debatte gibt es schon länger als 2016. Schon eine ganze Weile, um genau zu sein. Und erst im Jahre 2021 hat dann tatsächlich Nvidia sich entschieden, aha, wir machen jetzt EGL-Support in unserem Treiber für Linux. Das heißt, es hat über 5 Jahre gedauert, bis sie eingesehen haben, ja, okay, unsere Technologie ist vielleicht nicht die beste gewesen, wir switchen jetzt. Und so ein Switch, der dauert eben. Sie haben 5 Jahre lang nichts für EGL-Streams gemacht und dementsprechend zum Beispiel auch Wayland unter Linux null unterstützt. Während AMD hat das halt immer gemacht und AMD konnte dadurch einfach seine Treiber komplett optimieren. Übrigens bitte entschuldigt die ganzen Tux-Memes hier an der Seite. Ich habe irgendwann angefangen, die mit ChatGPT zu erstellen und ich konnte irgendwann auch nicht mehr aufhören. Es ist wie so eine Sucht geworden. Ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Videos noch ein paar finden. Naja, also das heißt, Nvidia hat jetzt erst 3 Jahre daran gearbeitet, ihre Treiber wirklich auf modern zu bringen, während sie davor mehr als 5 Jahre das Ganze boykottiert haben. AMD hat 8 Jahre gehabt, um EGL-Streams zu optimieren. Ist klar, dass die AMD-Treiber deutlich besser optimiert sind unter Linux als die Nvidia-Treiber. Aber, da sie ja schon 3 Jahre dran sind, es scheint, als würde hier zumindest immer mehr was passieren und die Performance ist über die Jahre auch immer besser geworden. Ich bin ja regelmäßig unter Linux unterwegs und ich probiere regelmäßig auch mal aus, wie schnell läuft denn eigentlich das Game. Und tatsächlich ist es so, dass ich sehr, sehr viel mehr Performance bekommen habe mit jedem Treiber, der kam. Mehr als wahrscheinlich bei AMD dazugekommen ist, weil irgendwann ist man da so an einer Grenze. Das heißt, ich vermute, dass das in den nächsten paar Jahren sehr viel besser noch werden wird. Und wir bei Nvidia gerade am Anfang sind, bei AMD sind wir schon an einem sehr, sehr guten Level, was Gaming angeht. Ihr habt ja gesehen, mehr Performance fast schon. Es gibt aber noch einen zweiten großen Grund oder einen zweiten großen Punkt, um genau zu sein, den man als Linux-Gamer leider nicht hat. Und zwar, manche Spiele laufen einfach nicht. Manche Spiele können auch buchstäblich nicht emuliert werden, weil sie Funktionen brauchen, die Linux nicht unterstützen möchte. Und das hat seine Gründe. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Debakel-Sache mit Kernel-Level-Software. Nun, es stellt sich raus, dass einige Multiplayer-Spiele, und es sind wirklich nicht so viele, wie man denken würde. Hier, ihr seht zum Beispiel beim Steam Deck, da läuft Dead by Daylight bei mir drauf. Das habe ich gezockt, das funktioniert wunderbar. Und auch das ist ein Online-Spiel. Und auch das hat ein Anti-Cheat-System. Die benutzen Easy Anti-Cheat. Allerdings, wenn zum Beispiel Riot Games, also die Macher von League of Legends und Valorant, was machen, dann wollen sie Kernel-Level Anti-Cheat-Systeme. Und
Das ist Vanguard in dem Fall. Und Vanguard braucht das. Vanguard kann also auch nicht unter Linux laufen gelassen werden, weil sie Vanguard haben wollen. Und Vanguard läuft im Kernel. So, da muss ich wieder einen ganz kurzen Shoutout machen an mein anderes Video, das ich dazu erstellt habe, denn da bin ich sehr, sehr ins Detail gegangen. Ich fasse euch einfach mal ganz kurz zusammen. Kernel-Level-Software ist Software, die auf der Schicht des Betriebssystems läuft. Das heißt, die hat alle Rechte, die man sich vorstellen kann. Ursprünglich war das mal gedacht für beispielsweise Antivirenprogramme. Euer Antivirenprogramm, das läuft wahrscheinlich auf Kernel-Level-Ebene. Das heißt, es hat dieselben Rechte wie das Betriebssystem. Wenn ihr euren PC also startet und das Anti-Cheat-System meckert, dann startet euer PC nicht mehr. Irgendwann haben dann die Cheater dieses Kernel-System für sich entdeckt. Denn wenn der Cheat im Kernel-Level läuft, dann hat der mehr Rechte als das Anti-Cheat-System. Und genau deswegen kann ein Kernel-Level-Cheat viel, viel mehr machen und quasi das Anti-Cheat einfach umgehen. Während auf der anderen Seite, wenn das Anti-Cheat auch im Kernel-Space läuft, haben die plötzlich keine Probleme mehr. Und so ist immer mehr in den Kernel-Space gewandert, sodass der irgendwann einfach sehr, sehr bedeutungslos wurde. Unter Linux geht das einfach nicht. Unter Linux kann man nichts im Kernel-Level laufen lassen, schon gar keine Anti-Cheat-Systeme und schon gar keine emulierte Software. Die könnte ja durchaus bösartig sein, denn die kann durchaus auch Schwachstellen haben. Und wenn sie Schwachstellen hat, dann übernimmt man nicht nur die Dateien des Benutzers, sondern gleich das gesamte System, was wirklich ein Problem ist. Und das könnte sich jetzt auch ändern. Wir hatten, falls ihr euch daran erinnert, auch dazu habe ich ein Video gemacht, wir hatten einen wundervollen Vorfall, nämlich CrowdStrike. CrowdStrike ist ein Sicherheitssoftwareanbieter und CrowdStrike hat ein fehlerhaftes Update veröffentlicht, das weltweit zu einem Ausfall geführt hat von Windows-Systemen. Vielen Dank an der Stelle. Denn CrowdStrike läuft auch auf Kernel-Level-Ebene und dadurch, dass CrowdStrike abgestürzt ist, konnte Windows nicht mehr starten, weil Windows ja im Endeffekt den Kernel nicht hatte. Also CrowdStrike hat den abgeschossen. So, das kann euch bei Linux nicht passieren. Und übrigens, CrowdStrike läuft auch bei Linux. Das ist gar kein Problem. Aber dieser Absturz hat dazu geführt, dass die Debatte wieder hochgeholt wurde. Sollte Windows alle andere Software aus dem Kernel-Space verbannen. Also sollte es zum Beispiel auch Anti-Cheat-Systeme und Cheat-Systeme im Endeffekt alles aus dem Kernel-Space verbannen, so wie übrigens das Linux auch tut. Und diese Debatte ist gar nicht mal so jung. Windows hatte die schon bei Vista versucht anzuführen und übrigens die deutsche Regierung hat dazu gesagt, nee, dürft ihr nicht, wollen wir nicht. Aber genau diese Debatte gibt es jetzt wieder und jetzt sieht es ein kleines bisschen anders aus. Und wenn man darüber nachdenkt, beziehungsweise wenn man es dann tatsächlich auch tut, wenn man alles aus dem Kernel-Space rauswirft, dann gibt es auch keine Anti-Cheat-Systeme mehr, die im Kernel-Space laufen. Sprich, Vanguard, der Anti-Cheat von beispielsweise Valorant und League of Legends, läuft dann auch nicht mehr im Kernel-Space. Sprich, er kann emuliert werden. Ihr könnt dann also tatsächlich League und auch Valorant unter Linux zocken, ohne dass ihr irgendwelche Einschränkungen zu befürchten habt. Denn dort gibt es einfach keine Kernel-Space-Software. Okay, also was heißt das jetzt genau? Nun, im Grunde genommen ist jetzt gerade Early Adopter Zeit. Wenn ihr ein AMD-System habt, wenn ihr nicht auf solche Anti-Cheat-Systeme angewiesen seid, dann kann ich euch absolut nur empfehlen, mal Linux auszuprobieren. Es gibt noch ein paar Probleme, beispielsweise einfach solche Anti-Cheat-Systeme und beispielsweise natürlich vor allem Nvidia-Treiber. Der Trend ist aber, würde ich sagen, ziemlich eindeutig. Dadurch, dass viele Leute weg wollen von Windows, gleichzeitig aber vielleicht keinen Mac haben wollen, denn Stand-PC-Mac sind schon sehr teuer und Linux kostet einfach gar nichts. Das kann man auch im Dual-Boot installieren, das heißt, ihr könnt ein Windows und ein Linux haben, ist auch gar kein Problem. Und man kann alles anpassen, so wie man das möchte. All das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann wirklich funktioniert, bis es dann wirklich auch in der breiten Masse der Standard ist, würde ich sagen, denn es hat eigentlich nur Vorteile, wenn die ganzen Anbieter nachziehen. Und der Punkt ist ja, mittlerweile 4% sind schon einiges. 4% von Zockern möchte man nicht ausschließen, zumal es ja mittlerweile sogar eine Spielekonsole gibt, die rein auf Linux basiert. Will man ja im besten Fall als Spieleentwickler auch nicht ausschließen.
Und Nvidia hat mittlerweile dann doch schon Interesse daran, da vielleicht ein bisschen mehr in ihre Treiber auch zu investieren. Zumindest fühlt es sich so an. Und dementsprechend, wenn ihr es ausprobieren wollt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich werde natürlich noch einige Videos mehr machen zu dem ganzen Thema. Deswegen, ihr dürft ganz gerne einmal beim Newsletter vorbeigucken. Dort poste ich das Ganze immer und dort werde ich auch posten, wenn es irgendwelche krassen Neuerungen gibt. Und vor allem jetzt, da Valve gerade über Steam Deck 2 nachdenkt. Und Instagram könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Da poste ich einfach noch sehr viel mehr. Da habe ich zum Beispiel auch gepostet, dass ich jetzt gerade wieder umgestiegen bin. Genau. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zugucken und wir hören uns beim nächsten Mal im Cyberspace.